Zur Abschreckung gegen Russland wollen die USA ab 2026 wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren. Dies wurde am Rande des NATO-Gipfels in Washington vereinbart. Die Verlegung sei zunächst zeitweilig geplant und solle später dauerhaft werden, heißt es. Unterdessen haben nach langem Zögern jetzt mehrere Staaten damit begonnen, der Ukraine F-16 Kampfjets zu liefern. Wie viele es genau sind, wurde nicht mitgeteilt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte ja rund 130 gefordert, um der russischen Luftwaffe standzuhalten. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Und der heißt im Falle Russlands Tomahawk. Solche Marschflugkörper und andere weitreichende Waffen wollen die USA ab 2026 in Deutschland zeitweise stationieren. US-Präsident Biden zeigt militärische Stärke nicht nur mit dem militärischen Gruß vor dem Dinner mit den NATO-Chefs im Weißen Haus. Das Bündnis hat auch beschlossen, die industrielle Basis der Rüstungsindustrie zu stärken und hochzufahren. Wir werden in der Lage sein, mehr wichtige Verteidigungsausrüstung schneller zu produzieren, und das sollten wir auch. Vielleicht brauchen wir es. Wissen Sie, wir werden von niemandem übertroffen werden. Wir können von niemandem übertroffen werden, wenn es um unsere Bereitschaft geht. Das NATO-Treffen ist mehr als nur ein Händeschütteln bei einem Festakt. Es geht um eine knallharte Antwort, besonders Richtung Moskau. Truppenpläne werden abgestimmt, Verteidigungsbereitschaft gemeldet, damit Russland nicht auf den Gedanken kommt, vielleicht doch nach NATO-Gebiet zu greifen. Zur Abschreckung und zur Verteidigung haben wir kampfbereite Streitkräfte an der Ostflanke der NATO stationiert und den umfassendsten Verteidigungsplan seit dem Kalten Krieg umgesetzt. Und wir haben jetzt über 500.000 Streitkräfte in der Allianz in hoher Einsatzbereitschaft. Doch was, wenn der nächste Präsident Donald Trump heißt? Sein ehemaliger Sicherheitsberater sagt im Weltinterview, dann könnten sich die USA aus dem Bündnis zurückziehen. Ja, doch, er hat sich tatsächlich auf diese Aufkündigung hinzubewegt. Und ich glaube, dass er das tun könnte. In Europa schauen viele Nationen jetzt auf Deutschland. Es müsse sich auf seine Stärke besinnen und endlich auch Führung übernehmen. Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des NATO-Bündnisses. Daraus erwächst uns eine ganz besondere Verantwortung. Und das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen. Ich werde dieser Verantwortung gerecht werden. Das ist leicht gesagt. Nun müssen Taten folgen.